Hallo meine Lieben, Tag 7 meiner Weihnachtskarten-Challenge. Heute machen wir nochmal was mit Stanzen, bevor wir dann morgen wieder ein Stempelset verwenden. Und zwar ist es dieses hier. Das heißt, wir werden heute 2 Karten mit einer Weihnachtslandschaft machen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, wie das Ganze schlussendlich aussehen wird, damit ihr so ein bisschen besser nachvollziehen könnt, was ich mache, zeige ich euch hier mal das Ergebnis. Ich habe mir mal das Ganze zurechtgelegt, was wir heute verwenden werden für die 2 Karten, die wir machen werden. Ich habe euch ja gezeigt, dieses Standset mit den Häusern. Zusätzlich verwende ich noch ein paar andere Sachen. Ich werde hier dieses Merry Christmas aus diesem Standset nehmen. Dann brauche ich noch so ein bisschen Hügel. Das kann man auch von Hand schneiden. Ich finde es halt einfach cool hier, weil es hat eine Stitchline und eine, die dann wirklich schneidet. Und das sieht dann noch so ein bisschen besser aus. Und wir werden bei einer der Karten werden wir den Hintergrund auch noch embossen. Ich würde sagen, wir starten mal mit der ersten Karte. Bei der ersten Karte arbeite ich mit einer Basiskarte, die ist wie immer 21 cm mal 14,8 cm und dann gefällt es bei 10,5 cm. Das ist die Basiskarte und dann habe ich in dieser Größe, also die 14,8 mal die 10,5, noch 2 weiße Karten geschnitten. Eine werden wir für den Hintergrund verwenden und die andere wird effektiv das Element sein, wo wir die Häuser und alles ausstanzen werden. Was ich zusätzlich noch brauche, ist so ein Goldpapier, weil ich will eben dieses Merry Christmas, will ich dann unten, anstatt zu stempeln, will ich mit dieser Stanzform draufbringen und dann auch noch einen geraden Streifen über die Karte drüber, um die Abtrennung zu machen zwischen Hügellandschaft und diesem Schriftzug. Ich würde sagen, als allererstes machen wir gleich das mit dem Prägen. Dafür brauchen wir die Big Shot mit der Prägeplatte. Jetzt wird es so sein, ich will ja die Karte oder dieser Schneeregen, der kommt hier von hier runter. Das würde bedeuten, ich müsste die Karte so einlegen. Was ich ja will, ich will die Karte ja so nutzen. Von dem her werde ich das einfach 2-mal hintereinander machen. Und ich lege die Karte auch eher unten, damit ich noch ein bisschen mehr Spiel habe von der Abwechslung von den Schneeflocken her. So, wir haben jetzt diese Basiskarte und da gehe ich auch gleich hin und klebe die auf die Karte auf. Dann nehme ich einen Flüssigkleber. Wie immer, das ist ganz normaler Zementit-Flüssigkleber, den ich einfach in diese kleine Tube abgefüllt habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze natürlich auch mit dem, hier so mit dem Snail oder mit Doppelklebeband ankleben. Warum ich es mit Flüssigkleber mache, ist ganz einfach der Punkt, dass ich immer noch die Möglichkeit habe, so ein bisschen hin und her zu ruckeln, bis der Kleber angezogen ist. Und das finde ich halt einfach angenehmer zum Arbeiten. So, und jetzt bringen wir die einfach passgenau auf die Basiskarte drauf. Es kann sein, dass dass die Karte ein bisschen größer geworden ist, dadurch, dass wir die durch die Big Shot gekurbelt haben. Und das, was übersteht, das könnt ihr ganz einfach kurz noch abschneiden.
Was wir als nächstes machen, ist, wir nehmen hier die andere Karte, die wir zugeschnitten haben, und dann wähle ich mir einfach die Häuser aus, die ich gerne verwenden möchte. Das ist dieses hier und noch dieses hier. Ich werde hier, also ich habe extra nicht das hohe genommen, weil ich will, wir haben ja nicht allzu viel Platz hier oben, von dem her bleibe ich da eher klein, und ich nehme noch so 2 Tannenbäume. Das Spezielle an der heutigen Karte ist, dass wir das nicht ganz ausschneiden werden, sondern wir machen ein Partial Die Cutting. Das heißt, wir werden, ich lege die ganz kurz hin, Partial Die Cutting war ich, ne? Partial Die Cutting heißt, ich gehe nicht jetzt über das Ganze mit der Stanze drüber, sondern ich werde hier nur bis zu diesem, also quasi nur bis hierhin einstanzen, und der Rest wird ganz bleiben. Das heißt, es bleibt an diesem Blatt quasi drauf hängen. Und wie ihr das auf der Big Shot machen müsst, sage ich euch gleich. Also ihr nehmt eure Big Shot mit der Schneideplatte. Dann habe ich die Elemente auf die Karte festgeklebt, damit es auch wirklich hält. Und was ihr dann macht, ihr nehmt quasi hier die Kante und ihr legt es über die Kante drüber hinaus. Das heißt, diese Häuser, ich spüre von unten, wo ich die Platte habe. Na, ich gehe hier so ran und spüre, wo die Platte ist und wo das Haus ist. Und ich gucke einfach, dass keines dieser Elemente unten abgeschnitten wird oder unten auf der Platte liegt. Sagen wir es mal so. Hier spielt es keine Rolle, wenn es länger ist. Ich kann da immer noch mit der Schere dann dem vorgeschnittenen Rand weiter runterfahren. Es geht darum, dass keines dieser Elemente wirklich hier unten auf der Platte liegt. Und dann legen wir die andere Platte auch so drauf. So, jetzt gucke ich mir das Ergebnis vorsichtig mal an. So, ihr seht hier, ne, die hängen alle noch an diesem Papier dran, ne? Und oben hat es das Ganze ausgeschnitten, und genau das wollte ich haben. Den Rest hier kann ich dann noch Fussy Cutting machen. Lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Von dem her, ich lege das kurz weg, weil ich kann gleichzeitig, wenn ich die Maschine gleich schon auf dem Tisch habe, noch den Schriftzug ausschneiden oder ausstanzen. Was ich noch mache, ich will ja unten über die ganze Seite so einen ganz kleinen Goldstreifen. Das heißt, ich schneide mir hier wirklich ein minimes Stück ab. Ihr seht, das ist wirklich nicht viel. Ich will einfach, dass dieser Streifen, dass ich den verwenden kann über die Karte. Ich bin hier ein paar Mal vor und zurück gefahren, damit ich sicher sein kann, dass das auch wirklich alles ausgeschnitten hat. Und dann geht es am besten, wenn ihr so dieses Picking-Tool nehmt. Dann könnt ihr das Ganze wunderbar rauslösen. Wunderbar, das ist wunderschön geschnitten. Und was ich halt einfach liebe an der Big Shot, wenn man das mit Stanzen macht, das hat so diese schönen abgerundeten Ränder und es schneidet echt wirklich super sauber. Also ich bin ein Fan von dieser Maschine, ihr merkt es. So, dann nehmen wir wieder unsere Karte hier. Die Dinge können wir jetzt auch ablösen.
Jetzt könnt ihr mal gucken, wie viel ihr rauslösen könnt. Meine Idee ist so ein bisschen, dass ich hinter diese Fenster dann auch noch so ein Stückchen von diesem Gold hinterlege, dass sich da die Farbe so ein bisschen wiederholt. Dann nehme ich mir einen Bleistift und versuche so eine Linie zu zeichnen, wo ich den Hügel gerne haben möchte. Und das werde ich jetzt so ein bisschen Fussy Cutting mäßig ausschneiden. Ich löse nur kurz hier den oberen Teil, können wir ja mal wegnehmen. Den brauchen wir definitiv nicht. Jetzt gehe ich noch kurz von oben, damit ich sicher auf dieser Linie, die ich eingezeichnet habe, lande. So, und jetzt schneide ich die Teile aus, die ich nicht brauche. Und jetzt radiere ich mir kurz die Linie aus, die ich hier eingezeichnet hatte. Was ich als nächstes mache, ich zeichne mir kurz die Linie, wo ich diesen Goldstreifen aufkleben will, weil der ist nicht mehr ganz so gerade und ich möchte, dass der dann schlussendlich gerade sitzt. Das hier ist meine tiefste Ecke und da gucke ich einfach anhand der Linien auf dem Geodreieck, dass ich wirklich gerade zu liegen komme und zeichne mir hier kurz einen feinen Strich über die Karte. Und dann gehe ich hin und gebe hier einen ganz wenig Flüssigkleber, damit ich das hier auf die Karte aufkleben kann. Naja, ganz gerade ist anders, aber ich kann nicht drüber gucken, weil ich sonst mit meinem Kopf an die Kamera stoße. Von dem her, ich habe es versucht, so gut wie möglich hinzukriegen. Jetzt, bevor wir das Ganze auf die Karte kleben, kleben wir auch hier den Spruch noch drauf. Der hat schön unten jetzt in der Ecke Platz. Jetzt seht ihr auch, warum ich so gerne mit dieser kleinen Tube arbeite, weil das geht so viel besser bei so filigranen Sachen. Ihr habt gesehen, ich habe den Flüssigkleber weggeputzt, wo er unten rausgequillt ist. Müsste man eigentlich nicht machen, weil der wird ja dann durchsichtig, wenn er trocken ist. Ich bin da halt einfach ein bisschen... Man darf mich ruhig pingelig nennen. So, und diese Karte werden wir jetzt nicht direkt auf diese Karte draufkleben, sondern wir werden hier Dimension schaffen, indem wir so ein Foamband drunter legen. Den Effekt, den ich haben will, ist, dass hier hinter den Fenstern
effektiv dieses Gold durchschimmert. Und jetzt werde ich hingehen und versuchen, Stücke aus diesem Rest rauszuschneiden, die so ein bisschen hinter diese Fenster passen. So, von hinten sieht das jetzt zugegebenermaßen aus wie ein ziemliches Flickwerk, aber da guckt ja keiner hin, weil das kleben wir eher auf die Karte. Es geht darum, dass wir vorne diese Goldfenster sehen, die passend zum Schriftzug sind. Und jetzt können wir effektiv hier die Abdeckung lösen und das Ganze auf die Karte aufkleben. Mal gucken, ne, wo die Karte aufgeht. Ihr wollt es, das soll ja die untere Seite sein. Jetzt, wenn ihr wollt, könnt ihr mit dem Wink of Stella, das ist ja so ein Glitzerstift, könnt ihr hier dem Hügel noch so ein bisschen Glitzer geben, dann hebt der sich noch so ein bisschen vom Rest ab. Das heißt, ich kriege so quasi hier eine Schneelandschaft, während der untere Teil dann blank ist. Und dann gebe ich auch noch so ein bisschen auf die Ränder von dieser Tanne. Und wirklich nur der Kante von den Dächern und dem Kamin entlang. So, und fertig ist die erste Karte. Was wir für die zweite Karte brauchen, ist ein Cardstock, der die gleiche Größe hat wie die andere Basiskarte. Das sind 21 cm x 14,8 cm und gefalzt bei 10,5 cm. Ich würde hier euch empfehlen, eher ein dunkles Papier zu nehmen, eben entweder dunkelblau oder ihr könnt auch Anthrazit nehmen, wenn euch das besser gefällt. Dann brauchen wir zweimal eine Karte, die 14,8 cm und 10,5 cm ist. Und dann noch so ein Stück um einfach einen Hügel. Auf einen Hügel werden wir die Häuser setzen und dann noch einen kleinen Hügel davor. Und dafür braucht ihr so ein Stück Papier. Was ich als erstes machen werde, ist effektiv wieder die Häuser auszustanzen. So, schlussendlich ist es bei mir diese Kombi geworden. Und die stanze ich jetzt effektiv so aus, wie wir das vorhin gemacht haben. Hier wieder drauf gucken, ne, dass ihr den unteren Rand der Häuser nicht auf der Platte habt unten. So, wieder gleich wie vorher, kurz das rausdrücken, was rauskommt. Und dann könnt ihr euch hier auch wieder diesen Hügel einzeichnen, wie ihr den gerne hättet. Und dann könnt ihr das da entlang ausschneiden. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auch noch diesen vorderen Hügel euch kurz zurechtstanzen. Ich nehme hier diesen doch sehr stark gewellten, weil ich genau diesen Effekt gerne hätte.
Wie gesagt, wenn ihr keine solche Stanze habt, dann könnt ihr das wunderbar auch von Hand machen. Ich lege das kurz beiseite, weil was ich auch gleich machen möchte, was wir machen werden, ist, wir werden in diese blaue Karte effektiv ein Loch reinstanzen, ungefähr hier. Dann nehme ich mir diese Größe hier, das sind 6,5 cm Durchmesser. Jetzt Achtung, Karte aufmachen, sonst habt ihr hinten auch ein Loch durchgestanzt und das wollen wir definitiv nicht. Und dann lege ich mir die so hin, um zu sehen ungefähr, wo ich diesen Quasi-Mond haben möchte, und klebe das hier kurz fest. So, und jetzt wäre ja das mit Blau auf Blau nicht so super schön, und deshalb haben wir uns hier noch ein Stück ausgeschnitten, und das könnt ihr, ich habe am Anfang gesagt, das ist 14,8 auf 10,5, aber wie ihr gerade seht, es ist ein bisschen kleiner. Ich habe tatsächlich daran gedacht, eine Mattung zu machen, und deshalb haben wir hier, das müssten dann 10 cm mal 14,3 cm sein, und die klebe ich mir hier auf. Weil was ich jetzt machen will, bevor ich alles andere drauf klebe, ist, hier kommt ein Weihnachtsspruch drauf. Ich werde mir hier aus diesem Set Wrapped in the Warmth of Christmas nehmen und das hier reinstempeln. Müsst ein bisschen gucken, wo ihr die Häuser, einfach dass der Spruch dann noch sichtbar ist. Das heißt, ich schiebe den ein bisschen weiter hoch und werde den da stempeln. Nehmt Stempeltool und hier Starzone. So, und jetzt können wir das Ganze aufeinander bringen. Das heißt, ich werde den Hügel und die Häuser werde ich zusammenkleben, und dann kommt das Ganze mit etwas Dimension auf diese Karte drauf. Da gucke ich kurz, wo ich das am liebsten, wie ich das haben möchte. Jupp. Dann gebe ich das hier mit Flüssigkleber drauf. Was ich da auch noch machen werde, ist auch hier so ein bisschen Wink of Stella drauf. Das heißt, auf das hintere Element und dann entlang von dieser Hügellinie. Was ich bei der Karte nicht machen werde, ist die Fenster zu hinterlegen, weil das machen wir ja schon mit diesem Dunkelblau. Jetzt muss ich noch kurz gucken, wo ich das dann abschneiden muss. So. Ich zeige mir das nur kurz an, damit ich weiß, wo ungefähr.
und schneide das natürlich noch gerade. Jetzt mache ich das hier auch mit Dimension. Ich möchte das aber nicht ganz so hoch, wie ich das vorhin hatte. Und deshalb schneide ich mir grob 2 Stücke von auch diesem selben Papier in der Silhouette vom hinteren Hügel und klebe das dann hinten dran. Dann hat es ein bisschen Dimension, aber nicht ganz so stark wie mit diesem Band. Das mache ich jetzt kurz. So, ich habe jetzt hier 2 Streifen Papier, die nicht hervorgucken, wenn ich die da hinten drauf klebe. Respektive eine kleine Ecke, die muss ich noch kurz wegschneiden. Und dann klebe ich diese 3 Elemente kurz aufeinander. Dann habt ihr hier nämlich eine wunderbare Dimension, die aber nicht zu auffällig ist von dem her. Jetzt klebe ich das Stück auf die Karte drauf. Und so ist auch die sehr simple Karte für heute fertig. Man sieht wunderbar oben den Spruch, die kleine Hügellandschaft und das war's. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, habe ich euch unten in die Links reingestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt auf das kleine Glöckchen unten und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!